Kevin möchte unerkannt bleiben. Zum ersten Mal redet der 18-Jährige vor der Kamera über seine Snus-Sucht. Der Lutschtabak ist hip bei den Jugendlichen. Ich war auf meiner alten Schule und da habe ich gesehen, wie die älteren Schüler das genommen haben. Und dann hat man so gefragt, was es ist, was es macht und sowas. Und dann hat man einfach mal aus Spaß eine ausprobiert und dann so immer wieder gemacht, wenn man dachte, vielleicht ist man cooler oder irgendwie sowas. Ja, und dann ist es irgendwie so zur Gewohnheit geworden. An manchen Tagen braucht er mittlerweile 6 solcher Tabaksäckchen. Snus beruhigt und entspannt ihn. Kevin konsumiert in Gesellschaft mit Freunden, aber auch alleine. Wie gefährlich das Nikotin ist, das hat er selbst schon gespürt. Für Menschen, die es noch nie genommen haben, kann das so Schwindelgefühle auslösen und vielleicht sogar so Schweißausbrüche und sowas, weil vielleicht zu stark für die und sowas. Habe ich schon auch einmal gehabt. Da hatte ich nichts gegessen, nichts getrunken und habe dann eine morgens genommen und dann hat es ein bisschen weggehauen. Kevin nennt es Nikotinflash. Davon weggebracht hat ihn der Vorfall aber nicht. Katja Gomoluch ist Sozialarbeiterin. Sie engagiert sich in der Suchtprävention und klärt abhängige Jugendliche über die Gefahren des Konsums auf. Snus ist in, gehört zum Lifestyle und wird auf Social Media sogar von Sportlern beworben. Zum einen hat es natürlich eine Wirkung. Ne? Es macht wacher, konzentrierter. Es hat, je nachdem, wie hoch dosiert der Snus ist, natürlich eine berauschende Wirkung. Man kann es ziemlich heimlich konsumieren. Das ist eine große Challenge, es im Unterricht zu machen, möglichst heimlich, möglichst viel und zu gucken, was passiert, wie reagiert das Umfeld. Der Kick habe einen hohen Preis, sagt Katja Gomoluch. Etwa 40% der 12- bis 18-Jährigen würden zum Lutschtabak greifen und die Risiken unterschätzen. Snus enthält gemahlenen Tabak, Salze und chemische Stoffe. Es gibt verschiedene Stärken. Ein Päckchen kann die 4- bis 5-fache Menge Nikotin im Vergleich zu einer Zigarette haben. Nikotin ist auf der gleichen Stufe wie Kokain anzusiedeln, macht sehr, sehr schnell abhängig. Kurzfristig gibt es Vergiftungserscheinungen, Übelkeit, Erbrechen, Atemstillstand kann tatsächlich auch eine Folge sein, wenn man eine zu hohe Dosis konsumiert. Mittelfristig haben die Jugendlichen offene Stellen im Mund, Entzündungen, geht bis Richtung Zahnausfall. Und längerfristig Krebserkrankungen im Mundraum, im Rachenraum, Bauchspeicheldrüsenkrebs und ansonsten, wie bei normalem Nikotin auch, bei normalen Zigaretten erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Der Konsum ist legal, der Verkauf in Deutschland verboten, aber Jugendliche kommen leicht an die Tabakbeutel. Online kann man den sehr leicht bestellen, auch dann in sehr großen Dosen, um es dann günstiger zu bekommen. Und zur Not ist es auf jeder zweiten Schultoilette auch zu kaufen. Ich hatte in einem Workshop Siebtklässler, die mir erzählt haben, dass sie vom Kioskbesitzer nach ihrem Ausweis gefragt worden sind, den sie natürlich nicht vorweisen konnten. Und daraufhin hat der Kioskverkäufer dann einen Fünfer extra für die Dose einkassiert von den Kindern, muss man ja sagen. Das heißt, die schert es überhaupt nicht, an wen sie es verkaufen. Ein bedenkliches Geschäft. Auch Kevin erzählt, dass er trotz Verkaufsverbot überall Snus bekomme. Die Abhängigkeit hält er vor seinen Eltern geheim. Ich würde mir selber wünschen, ich hätte es nicht gemacht, weil das frisst auch Geld. Das ist nicht gesund und sowas, einfach nicht gut. Aber so, das passiert halt einfach. Man denkt halt nicht so drüber nach, wenn man noch ein bisschen kleiner ist. Und dann vor allem, wenn man dann die Älteren sieht, man will dazugehören, man will cool sein, dann fängt man einfach an. Probiert man es aus. Nikotin ist nicht gut und macht auch sehr abhängig. Und das Problem ist halt, eigentlich sollte man, wenn man gestresst ist oder mal genervt oder sauer, versuchen selber runterzukommen, anstatt zu so Mitteln zu greifen. Kevin möchte weg vom Lutschtabak. Mit der Einsicht, wie gefährlich die Droge ist, hat er den ersten Schritt geschafft. Suchtberater, aber auch Gespräche mit Freunden und Sozialarbeitern an Schulen helfen Jugendlichen beim Ausstieg. Denn der ist hart und braucht einen starken Willen und häufig auch einen Suchtentwöhnungsplan. Schönen guten Abend, Katja Gomoluch vom Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe in Hofheim. Wir haben Sie ja auch gerade schon im Film kennengelernt. Schön, dass Sie jetzt hier im Studio sind. Ist die Entwöhnung schwer? Also
wie beim Rauchen so ähnlich? Genau, es ist das Gleiche, es ist der gleiche Suchtstoff, Nikotin. Das heißt, man hat einen körperlichen Entzug, der sich äußert in innerer Unruhe, in Kopfschmerzen, Appetit auf Essen wird wieder groß. Psychisch sind das eher ein starker Drang zu konsumieren und auch eine ordentliche Portion Gereiztheit. Oha. Okay. Früher war ja so Kau- und Lutschtabak eher so was für alte Männer oder Cowboys. Kennt man vielleicht aus so alten Filmen noch. Warum ist das Zeug auf einmal hip? Ja, das hat zwei Gründe. Der erste liegt darin, dass das Rauchen sehr verpönt ist. Es ist gesundheitsschädlich, es stinkt, die Umgebung wird in Mitleidenschaft gezogen. Und die Verbote wurden auch immer restriktiver, also Jugendschutz wurde nachgezogen und es ist schwerer dran zu kommen. Und auf der anderen Seite haben dann die Profisportler, die haben den Trend dann nach Deutschland gebracht, indem sie dann auch via Instagram das gepostet haben, wenn sie konsumiert haben, gesagt haben, dass sie dann eine bessere Leistung abrufen können. Und ja, Jugendliche, die das sehen, dass ihre Idole sowas nehmen, die probieren das auch aus und denken natürlich auch, dass das nicht schädlich ist, wenn das Sportler nehmen. Es darf ja eigentlich gar nicht hier verkauft werden, haben wir gehört. Was passiert denn zum Beispiel so einem Kioskbesitzer, wenn er dabei erwischt wird? Also er wird Ordnungsstrafen bezahlen müssen, er wird Strafanzeigen bekommen. Es sind verschiedene Vergehen, die im Hintergrund laufen. Zum einen, dass er gegen Import und Verkauf verstößt gegen das Gesetz. Steuerhinterziehung spielt eine Rolle, weil er das ja... Stimmt, ist ja keine Tabaksteuer drauf. Genau, ne? Ja. Verkauft er ja einfach schwarz in seinem Kiosk. Ja. Und eventuell, wenn man es ihm nachweisen kann, halt auch das Vergehen gegen den Jugendschutz. Krass, ja. Sie haben jetzt verschiedene mal mitgebracht, dass wir es uns einfach mal angucken können. Die sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Wo gibt es Unterschiede? Was für Unterschiede gibt es? Ja, wir haben hier so ein bisschen diesen original schwedischen Snus. Der ist relativ gut kontrolliert. Der unterliegt starken Bestimmungen und Richtlinien in Schweden. Hat zwischen 4 und 15 Milligramm Nikotin. Das entspricht so ungefähr einer Zigarette. Wirkt klein wenig verzögert, weil es ja anders konsumiert wird. Ist aber in der Nikotinmenge vergleichbar mit einer Zigarette. Ja. Dann haben wir hier so verschiedene Nachahmerprodukte, Nikopods, Nikotinbeutel, Nikotinpouches. Es gibt ganz verschiedene Namen dafür. Da geht es hoch zwischen 30 und 60 Milligramm Nikotin. Das heißt, da steckt Zigarette man sich 12 oder sowas, ne? Ja. Genau, ungefähr die 4 bis 6 Zigaretten gleichzeitig in den Mund, die man raucht. Also vielleicht, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Wir sehen hier helle und dunkle Nikotinbeutel. In den einen ist gemahlener Tabak, der ist für den Körper relativ schwer umzusetzen. Das heißt, die Ausbeute ist relativ schwach. Bei den Nikotinsalzen hat man die Arbeit im Körper schon abgenommen, hat das Nikotin schon ins Salz eingebunden und das heißt, da wird viel effektiver. Also da das kriegt Nikotin man sozusagen die volle Dröhnung. Genau. Ja. Wie teuer sind die Sachen so? Also wir haben hier eine ganz günstige Variante. Da wissen wir auch gar nicht genau, was drin ist und wie stark die sind. Da gibt es verschiedene Farben, dass die Jugendlichen ungefähr wissen, rosa ist leicht, orange ist ganz stark. Die kosten um die 2 Euro im Kiosk mit 12 Teilen drin. Und Krass, bei den größeren sind es je nach Menge, die man bestellt. Man bekommt einen ordentlichen Mengenrabatt und dann sind es 4 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Zu billig auf jeden Fall. Wir wollen es gar nicht so genau sagen, vielleicht. Ne? Vielleicht ganz kurz noch, wie würden Sie jetzt als Eltern damit umgehen? Einfach die Kinder mal drauf ansprechen, weil es scheint sehr verbreitet zu sein, oder? Ja. Der erste Schritt wäre tatsächlich, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, ob sie davon schon gehört haben. Schön wäre es, wenn die Kinder noch nicht konsumiert haben. Dann kann man informieren und aufklären, Regeln aufstellen. Wenn Kinder und Jugendliche schon konsumiert haben, dann auf jeden Fall ein fürsorgliches Gespräch führen und nachfragen, wie schmeckt es, welche Wirkung hat es, ist es angenehm, ist es unangenehm, was weißt du über die Gesundheitsrisiken, zur Not mal gemeinsam recherchieren und dann schon schauen, dass man auch wieder klare Regeln aufstellt und Hilfe anbietet. Machen wir. Dankeschön, dass Sie da waren. Danke. Also, sprechen Sie Ihre Kinder ruhig mal drauf an. Snus, der Lutschtabak aus Schweden, ist nicht ohne Risiken. Zähne- und Zahnfleischleiden haben wir gehört und langfristig steigt das Risiko auch für Mund- und Speiseröhrenkrebs.